Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei den Amiibo Battles in Smash Bros. Ultimate. Ja Leute, es ist soweit. Das ist die allerletzte Folge der Amiibo Battles. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen und die letzte Folge ist hier. Aber weil es eben die letzte Folge ist, wird diese Folge etwas anders verlaufen als alle anderen bisherigen Folgen. Und ihr werdet gleich sehen, wie ich das meine. Ihr könnt euch aber jetzt schon mal darauf vorbereiten, dass diese Folge definitiv länger gehen wird als durchschnittlich. Ja, ihr wisst auch schon, welche Amiibo das ist, deswegen fangen wir einfach an, oder? Es bin ich selbst. Ich muss gegen mich selbst fighten. Natürlich habe ich die Amiibo Zack genannt. Es macht auf jeden Fall Sinn, diese Amiibo Zack zu nennen. Ich habe ihm auch den dunkelsten Skin gegeben, der irgendwie möglich ist, weil das ja so gesehen auch Zack trägt in Crisis Core, beziehungsweise ja eigentlich immer, wenn man ihn sieht, egal in welchem Spiel oder in welchem Film. Deswegen ja, habe ich ihm den dunkelsten Skin gegeben und das ist eben der Skin, den ihr gerade gesehen habt. So, aber was ist denn jetzt diese Änderung, sage ich mal, wie diese Folge ablaufen wird? Ja, ihr wisst ja, dass mein Main Cloud ist und normalerweise switche ich ja erst zu meinem Main nach 3 Versuchen. Das heißt, wie wird das jetzt ablaufen? Das werde ich euch jetzt gleich erklären. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall One Winged Angel als Song und damit habe ich es eigentlich schon gespoilert, welchen Charakter ich spielen werde. Gegen Cloud kann eigentlich nur einer eine Chance haben. Und das ist Sephiroth. Ja, ich werde jetzt mit Sephiroth 3-mal versuchen, gegen diese Amiibo zu gewinnen. Und wenn das dann nicht klappt, dann muss ich zu meinem Main switchen. Let's go. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was diese Amiibo jetzt zeigt. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt kommentieren werde. Viel. Aber wir werden sehen. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat meinen Wave-Turnaround gemacht, oder wie man das nennt. Geil, er hat sein Limit gewastet, das ist schon mal gut. Ich sehe, er zeigt keine Angst vor Shadow Flare. Das ist schon mal interessant. Oh, das war ein sehr guter Use of Up B. Muss man ihm auf jeden Fall lassen. Da wollte ich ihn noch disrespekten, hat aber nicht funktioniert.
Mich schon wieder auf die gleiche Art und Weise gekillt. Und dann stirbt er so. Ihr habt gesehen, ich konnte überhaupt nicht kommentieren. Das war gerade sehr, sehr anstrengend. Aber wir haben es geschafft im First Try. Das ist irgendwie Canon, aber irgendwie auch nicht, ne? Das ist ein bisschen gruselig. Aber Leute, ich fand den Fight gerade so interessant und spannend. Die Amiibo hat, ich würde schon sagen, gekämpft wie ich. Aber was die Amiibo mehr gemacht hat als ich, ist Grabben. Ich grabbe sehr selten, wenn ich spiele. Ist mir mal aufgefallen. Das Grabben fällt mir dann immer im Nachhinein ein. Wenn ich sehe, dass ich kein Opening finde und einfach nicht zum Gegner rankomme irgendwie, dann fällt mir erst ein, dass ich eigentlich auch grabben kann. Das fällt mir dann immer irgendwie erst später ein. Ich weiß nicht warum, aber ja, die Amiibo hat mir auf jeden Fall gefallen, wie die gekämpft hat. Zweimal auf die gleiche Art und Weise gekillt, und zwar mit Up B, was ich sehr nice finde, actually, weil genau dieser Up B ist in Final Fantasy VII Remake ein, ja, so gesehen der Limit Break, der am meisten Damage macht. Und da kam mir gleich ein Clip in den Kopf, als ich damals Remake gespielt habe, wie ich, ich will jetzt nicht noch weiter drüber sprechen für die Leute, die das jetzt noch nicht gespielt haben. Aber auf jeden Fall hat mir das sehr gefallen. Die Amiibo hat doch viel mehr Prozente gemacht als ich. Muss aber auch dazu sagen, ich bin mit Sephiroth, ich würde nicht sagen, dass ich gut wäre mit ihm, aber ich kann auf jeden Fall einiges. War sehr spannend. Ihr habt ja auch gesehen, ich konnte kaum kommentieren. Ich musste mich sehr krass konzentrieren, dass ich da nicht sterbe. Also die Amiibo hat mir gezeigt, dass sie gut ist. Was mir sehr gefallen hat, persönlich. Aber ja, es hat geschafft. Es hat nicht ausgereicht für die Amiibo. Ich habe es im First Try geschafft und das finde ich gut. So. Aber wie gesagt, die Amiibo-Folge wird jetzt hier nicht enden. Wir speichern das mal ab. Schicken die Zack Amiibo erstmal wieder nach Hause. Und wenn ihr jetzt auf den Titelbildschirm guckt oder auf meinem Thumbnail, keine Ahnung, dann werdet ihr sehen, es sind 2 Amiibos. Okay, Epic Fail, keine Ahnung, warum der das jetzt nicht erkannt hat. Das musste ja jetzt in der Episode passieren. Naja, egal. Ich habe 2 Cloud-Amiibos. Es gibt einmal den Original-Cloud aus Final Fantasy VII und dann gibt es natürlich den Advent Children Cloud aus dem Film Advent Children, ne? Ja, und wie kann ich diese Amiibo wohl nennen? Was für eine blöde Frage, oder? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie meine Amiibo eigentlich ist. Das wird jetzt interessant werden. Wahrscheinlich werde ich wieder nicht kommentieren können. Aber mal sehen. Wir nehmen auf jeden Fall hier den Track hier. Ich werde mein Bestes geben, gegen die Amiibo zu kämpfen. Ich bin gespannt, ob ich so gesehen besser sein werde als die Zack Amiibo. Aber wir werden mal sehen. Ich werde versuchen, so gut es geht zu kommentieren, aber ich kann euch nichts versprechen. Weil wenn die Amiibo jetzt richtig reinhaut, dann habe ich Probleme. 3, 2, 1, go!
Und schon wieder durch Up-B gestorben. Aber ich merke schon, die Amiibo ist auf jeden Fall wie ich. Die macht sehr viel Up-Smash. Ist auch so ein Move, den ich sehr mag. Okay, die Amiibo hat irgendwie einen Jump gewastet oder so, habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst, warum der jetzt da verreckt ist. Verdammt, das hat nicht ganz funktioniert. Eigentlich hatte ich ihn ja, ne? Eigentlich hatte ich mich. Ich habe einfach gegen mich selbst verloren. Warte mal, ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht? Ist das jetzt gut? Oder ist das jetzt schlecht? Ich meine, egal wer gewonnen hätte, technisch gesehen habe ich gewonnen. Ne? Ja gut, hilft nichts. Second Try. Sorry, dass ich überhaupt nicht kommentiere. Ja, ich muss da auf jeden Fall... Ich versuche mal jetzt ein bisschen mehr zu kommentieren. Ich weiß nicht, ob ihr einfach nur Gameplay sehen wollt. Ich weiß, dass ihr eigentlich auch ein bisschen Commentary haben wollt. Deswegen... Es ist halt nur anstrengend mit Sephiroth und ich mag es nicht, gegen Clouds zu spielen. Das müsst ihr verstehen. Auch wenn es jetzt meine eigene Amiibo ist. Deswegen versteht das bitte. Aber jetzt habe ich vielleicht den Dreh raus. Aber ich mag die Amiibo, weil sie genauso agiert wie ich. Ob das jetzt natürlich gut ist oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Oh, da habe ich ihn sehr gut erwischt. Er ist tot. Yep. Er hätte aber sein Limit aufladen können und sich so retten können. Das hat er nicht gemacht. Deswegen war das auf jeden Fall ein bisschen schwach von ihm. Habe ich seinen Jump genommen? Nein. Ich mag es nicht, mit Sephiroth Down Air zu machen. Da wollte ich eigentlich... da wollte ich Offstage und Nair machen. Hat nicht ganz funktioniert. Da hätte er mich jetzt fast gespiked. Nee, nichts da. Kannst du knicken, Junge. Was war denn das für ein Tag? Und dann bin ich jetzt so billig gestorben. Ich hätte das im Leben nicht getaggt. Es ist jetzt schon wieder Gleichstand, obwohl ich eigentlich eine sehr gute Führung hatte.
Oh, schön der Parry auf dem letzten Cross-Slash. Ich habe keine Angst vor deinem Limit. Oh, das war ein schöner Kill. Ja, das wollte ich nicht, ich wollte Side-B machen. Wie er auch wartet an der Ledge, ne? Und er benutzt Down Air ziemlich gut, finde ich. Ja, das ist auch eins meiner Fehler. F-Smash. Dass die Amiibo das auch macht. Gefällt mir. Die Amiibo ist wirklich zu 90% ich. Muss man dazu sagen. Finde ich interessant, dass die Amiibo wirklich genauso spielt wie ich fast. Also noch einen Sieg kriegt er jetzt aber nicht hin. Ah, da hätte ich ein bisschen früher Back-Air machen sollen. Ah, jetzt ist er tot, glaube ich. Yep. Warum mache ich das? Warum habe ich das gemacht? Ich weiß doch, dass Amiibos taggen können. Ich hätte es wahrscheinlich nicht getaggt, deswegen habe ich es gemacht. Weil ich das niemals getaggt hätte, habe ich das gemacht. Und dann war ich überrascht, dass er es auf einmal getaggt hat. Ich wollte ja eigentlich auch spiken mit dem Down Air, aber ich habe den Spike nicht getroffen. Ey, jetzt komme ich wieder zu gar nichts. Jetzt kriege ich wieder richtig auf die Fresse. Und dann stirbt er genauso wie Zack. Mann, irgendwie sind diese Amiibos... Also einerseits gefallen mir beide Amiibos auf irgendeine Art und Weise, aber irgendwie finde ich deren Playstyle noch nicht ganz ausgereift. Ja? Ich meine, ich bin ein jahrelanger Cloud-Main. Versteht ihr, was ich meine? Ich kenne halt alle Moves und wie man sie am besten benutzen sollte. Natürlich gibt es Moves, die kann ich selber noch nicht so wirklich gut benutzen. Ab und zu neige ich oft einfach nur F-Smash zu machen und dann bin ich in sehr viel Lag und dann kriege ich aufs Maul. Aber ich kann euch versichern, dass die Zack Amiibo und ich jetzt gerade eben in diesem Fall da locker noch hätten überleben können. Ich meine, wenn man denn beim Wegfliegen noch ein bisschen Side-B macht, kann man ein bisschen in der Luft hängen. Wenn du beim Springen Limit drückst, kriegst du noch ein bisschen Boost in die Luft. Also, ja, und der eine Tod von dem Cloud, das war auch ein bisschen unnötig. Da hatte er eigentlich, sein Limit war fast voll und statt kurz Limit aufzuladen und dann mit Up-B sich zu retten, hat er einfach ein ganz normal Up-B gemacht und ist gestorben. Also, wie gesagt, in ein paar Situationen sind die Amiibos nicht schlau, aber andererseits muss man sagen, also all die anderen Faktoren sind ganz in Ordnung, finde ich. Die Amiibos sind jetzt nicht richtig krass gut, nein, das sind sie nicht, aber ich glaube, ich kann damit leben. Wie seht ihr das? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. So, aber wie gesagt, die Folge endet immer noch nicht. Ja, ihr denkt euch jetzt, hä, was? Warum endet die Folge nicht? Du hast uns doch jetzt alles schon gezeigt. Was gibt's denn da jetzt noch zu zeigen? Ja, wir werden jetzt noch Folgendes tun. Einfach damit es jetzt nochmal schön, wie soll ich sagen, die Amiibo-Folgen abrundet. Ich speichere das kurz ab. Jetzt mache ich nämlich etwas Interessantes, was ich eigentlich niemals in meinem Leben mir wünsche. Ja. Und ich tue es extra für diese Episode. Ihr werdet es gleich sehen. Ich muss jetzt nur kurz auf den Bildschirm warten. So, jetzt gehen wir hier auf Smash, glaube ich, ist das. Dann einfach hier rauf. Dann, ich glaube, hier rauf. Ich glaube, das geht. Muss nur gucken gerade. Dann nehmen wir, würde ich mal sagen, diese Stage hier. So. Ich weiß nicht, ob ich die... Soll ich die Plattformen diesmal mit da lassen? Ich glaube, das wird es spannender machen. Deswegen lasst uns mal mit auf Battlefield spielen. Wir haben jetzt jede einzelne Folge auf Omega gespielt. Jetzt spielen wir mal auf Battlefield. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen interessanter. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Denn wir rufen jetzt die Zack Amiibo und mich als Amiibo-Version ins Spiel. Und es wird ein Teammatch. Ja, es wird ein Teammatch.
Die beiden Amiibos gegen mich. Aber warte mal, ich muss gucken. Warte, den Skin kann ich nicht nehmen, ne? Ne, das ist mein Lieblingsskin, das habe ich der Amiibo gegeben, dann nehme ich den hier. Ich muss aber nochmal kurz bei den Regeln schauen, bevor wir jetzt anfangen. Ich glaube, Friendly Fire war an oder aus? Wo kann ich das sehen? Team Attack ist an, genau. Ich könnte es jetzt noch schwieriger machen, indem ich Team Attack ausmache. Dann können die sich zwar nicht gegenseitig retten, das werden sie sowieso nicht, ich glaube nicht, dass die so schlau sind. Aber dann können die einfach mich angreifen, ohne dass sie sich gegenseitig schaden können. Jetzt ist natürlich die Frage, lasse ich das an oder aus? Ach komm, wir lassen es an. Team-Matches sollten immer so funktionieren, dass jeder jeden angreifen kann, weil man so auch seine Teammates retten könnte. Okay, jetzt wird's... Ich weiß nicht, warum ich mir das antue, aber ich glaube, das werde ich bereuen. Das werde ich bereuen. Ich denke nicht, dass ich viel kommentieren werde, deswegen entschuldigt dies. Gönnt euch einfach das Gameplay hier. Es fällt mir echt schwer, manchmal zu sehen, wer ich überhaupt bin. Das war gut. Jetzt muss die Amiibo sein Limit benutzen, aber ist sowieso trotzdem zu dumm, sich zu retten. Das meine ich. Normalerweise dürfen die gar nicht so dumm sein, um sich zu retten. Die müssten das eigentlich hinkriegen. Das mag ich an der Cloud Amiibo nicht. Ah, Mann. Der Grab war gut. Da hat er gerade seinen Teammember beschützt. Da wollte ich eigentlich auf den anderen Cloud gehen gerade. Hier, die bringen sich die ganze Zeit selber um. Ich mach gar nichts. Die bringen sich selbst um. Keine Ahnung. Das finde ich eigentlich voll bescheuert. Okay, da habe ich meinen ersten Stock verloren. Aber noch ist alles in Ordnung. Ah, das war blöd. Okay, das war gut für mich. Da hat er seinen Teammember getroffen. Das war beautiful. Okay, jetzt ist es ein 1 gegen 1 gegen mich selbst vor allem. Oder auch nicht. Der kann auch natürlich den Stock von seinem Kumpel benutzen. Wow, was war das für ein Angle? Habt ihr das gerade gesehen? Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Alter, ich krieg gerade richtig auf die Fresse. Ah, da hat mein Downer nicht connected. Das wird jetzt noch richtig knapp. Oh, das war gefährlich. Wenn er mich da mit Finishing Touch getroffen hätte, wäre ich tot. Einer von den beiden muss weg. Okay, sehr gut. Er hat seinen Kumpel ausgeschaltet. Ich habe keinen Jump mehr. Ich habe keinen Jump mehr. Ich hatte keinen Jump mehr. Er hat mich gerettet. Er hat mich gerettet und ich bin trotzdem gestorben. Nein, er hat mich gerettet und ich bin trotzdem gestorben. Hätte ich das doch nur getaggt.
Wenn ich das getaggt hätte. Oh Mann, wenn ich das getaggt hätte, ey, das... Dann hätten wir gewonnen. Da haben gerade Zack und Cloud sehr gut im Team gearbeitet, muss man sagen. Crap. So, möchte ich jetzt eigentlich Team Attack ausschalten, um es noch schwieriger zu machen? Eigentlich schon, oder? Wisst ihr was, das werde ich jetzt tun. Wir hätten es fast geschafft. Und auch wenn ich es nicht geschafft habe, mache ich es mir jetzt schwieriger. Weil die können sich gegenseitig sowieso nicht retten. Alles, was die beiden getan haben, war sich gegenseitig töten. Und jetzt, wenn ich das ausschalte, dann können die beiden sich gar nicht gegenseitig töten. Und das wird jetzt brutal. Das wird jetzt brutal. Und ich finde, diese Plattformen machen das alles viel, viel schwieriger. Weil ich bin, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin absolut kein Fan von Plattformen. Wenn ich fighte, dann immer Omega. Ich mag es nicht, auf Plattformen zu kämpfen. Es stört mich einfach. Ich möchte auf einer geraden Ebene fighten. Deswegen, das ist jetzt wirklich die schwierigste Stufe, die ich machen kann. Let's see. Ah, warum habe ich denn da jetzt die Ledge nicht anfassen können? Was ist das denn für eine lächerliche Scheiße? Dafür habe ich ihn ja ausgeschaltet. Oh, ich habe euch beide hops genommen. Okay, es ist ja jetzt eigentlich wieder Gleichstand, ne? Oh mein Gott. Ja, die grabben halt sehr oft, das ist mein Problem. Ich komme mit den Grabs nicht klar. Und deswegen mag ich diese Plattform einfach nicht. Das ist der Grund, warum. Gut, da habe ich wenigstens einen noch mitgenommen, aber... Ich glaube, wenn diese Plattformen da sind, dann kann ich das nicht. Das ist sehr schwer mit Plattformen. Ich weiß nicht, ich will natürlich jetzt die Schuld nicht auf diese Plattformen schieben, ich weiß. Aber ich bin halt einfach kein Fan davon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich zu Omega zurückswitchen soll. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Chancen, wenn die Map gerade ist. Ohne diese Plattformen. Diese Plattformen machen es mir schwieriger. Deswegen würde ich sagen... Probieren wir es mal auf Omega und dann mal schauen, wie das jetzt läuft. Mann, was eine Folge, oder? XXL Amiibo-Folge. Habt ihr sowas jemals erwartet? So, gut. Jetzt muss ich aber gewinnen. Ich find's krass, wie einer von den beiden direkt auf mich losläuft und der andere hinten sein Limit charged. Ich kann kein Schild machen. Wenn ich Schild mache, kommt einer und grabt mich. Ja, Mann, hört doch mal auf mit den Grabs. Komm. Das war gut. Ja, und dann noch der Disrespect, Alter. Das war richtig gut.
Ach, wieso konnte ich mich denn da nicht an die Ledge halten, Mann? Ja, dagegen kann ich nichts machen. Wenn der eine grabt und dann kann der andere einfach Down Smash machen, dann ist das schwer. Okay, ich werde dem Ganzen einen letzten Try geben und diesmal werde ich beide meine Kopfhörer ran und das Mikro weg und vollkommen fokussieren, weil ich glaube, sonst geht das nicht. Sonst wird das nämlich nichts. Weil ich habe die ganze Zeit, wenn ich kommentiere, nur einen Kopfhörer drinne, damit ich halt auch sehen kann, dass meine Stimme und alles gut ankommt. Ne? So, jetzt aber letzter Versuch. Wenn das nichts wird, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber mal gucken. Ja, ich werde jetzt nicht reden, komplett nicht. Und ihr werdet jetzt den letzten Fight sehen.
悪く思う。 Und das war Super Smash Bros. Ultimate mit den Amiibo Battles. Was für ein Fight. Meine Güte. Oh Mann, wieso tue ich mir diesen Schmerz eigentlich an? Wow. Was ein Finish für die Episode, für die Amiibo-Reihe. Ja, also man kann sagen, Zack an sich ist gut, Cloud an sich ist gut, aber wenn beide auf dich draufgehen und Team Attack ist aus, dann ist das wirklich ein Krampf. Aber es hat funktioniert. Wenn man sich einfach nur fokussiert und nicht kommentiert und die Schwächen beider Amiibos ausnutzt, dann kann man das schaffen. Und ich fand es interessant, wie am Ende ich als Amiibo übrig geblieben bin. Und wisst ihr noch, kurz vor Ende, wo ich mein Schild gehalten habe, da wusste ich, da wird gleich ein F-Smash kommen, weil ich bin halt, die Amiibo ist halt zu 90% so, wie ich spiele. Ich habe mein Schild gehalten die gesamte Zeit, weil ich wusste, gleich kommt ein F-Smash. Und als der dann kam, ich wusste einfach, okay, ich kann das schaffen. Ich kenne die Amiibo. Ich kann mich selber readen, ja. Ich weiß, ich kenne meine eigenen Stärken und Schwächen. Ich kann die Amiibo besiegen. Und ja, dann hat es funktioniert. Das größte Problem in diesem Fight war einfach, dass sobald mich einer gegrabt hat, war eigentlich alles vorbei. Danach kriegst du so eine Combo mit über 70% ab. Und das ist halt einfach dann sehr schwer davon zu recovern. Aber ja, das war's dann mit der Smash Ultimate Amiibo-Reihe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, Leute. Ja, hier blende ich jetzt nochmal ganz kurz die Amiibo-Liste ein. Ne? Ob ich sie jetzt im First Try oder im Second Try geschafft habe. Ich glaube, Cloud gibt es als Bild nur ein einziges Mal, deswegen kann ich den jetzt nicht auf beide Seiten legen, weil die Zack Amiibo habe ich First Try geschafft, meine Amiibo habe ich im Second Try geschafft, die hätte ich normalerweise auch im First Try geschafft, aber keine Ahnung. Ich musste ja als Sephiroth einmal verlieren, also hat es eigentlich gut gepasst. Naja, die Liste ist ja jetzt auch erstmal egal. Ihr wisst, ihr habt es ja gesehen, die Cloud Amiibos waren in Ordnung, aber halt auch nicht so gut, wie ich finde. Aber trotzdem, für die Amiibos bin ich sehr zufrieden. Gerade meine Amiibo ist zu 90% wirklich wie ich gewesen, deswegen sage ich da mal nichts dagegen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon anteasern soll, was als nächstes mit den Amiibos kommt. Deswegen, ist jetzt natürlich eine gute Sache. Soll ich es anteasern oder nicht? Ich werde es anteasern, aber ich werde ein einziges Wort sagen. Und das werde ich sagen, nachdem ich das Video abmoderiert habe. Deswegen, Leute, bleibt clean. Until next time. Habt eine wunderschöne Zeit mit euren Freunden und mit eurer Familie. Und dann sehen wir uns beim Amiibo Turnier wieder. Bis dahin.